Wir sind das Ares-Quartett aus Frankfurt am Main. Wir freuen uns, dass wir heute von ganz unten der Elbphilharmonie bis ganz oben uns durcharbeiten dürfen und Räume testen können, Akustik testen können und uns dann eben einen Platz aussuchen, wo wir das Officium Breve von Kurtag aufnehmen. Es gibt so viele Faktoren, die mit reinspielen, Lärm, der von draußen kommt und wo man sich hier platzieren kann. Wir sind gespannt, was es dann letztendlich wird. Es ist ein Kunstwort, Ares. Es ist kein Kriegsgott Ares, nein, es sind die Endbuchstaben unserer Vornamen. Und wir dachten damals, es klingt gut, es sind eben unsere Buchstaben. Und wir vier sind seit 11 Jahren zusammen in dieser Formation und deswegen passt das sehr gut. Die Akustik ist super. Ich würde ja wahnsinnig gerne hier ein paar Töne spielen. Genau hier fände ich es lustig, dass die Symmetrie stimmt. Das wäre geil mit dem Nachhall. Was bei uns, glaube ich, besonders ist, dass wir sehr, sehr jung zusammengekommen sind. Wir waren 15 bis 18 Jahre und haben nicht nur musikalisch uns über diese 10 Jahre wirklich extrem entwickelt, sondern auch persönlich, menschlich. Also wir sind miteinander wirklich lange zusammengewachsen und viele Ensembles finden sich ja innerhalb des Studiums oder sogar am Ende des Studiums erst. Und wir haben es davor im Prinzip gefunden. Wir hatten nicht von Anfang an Druck und wir konnten Stück für Stück uns unsere Karriere aufbauen mit kleinen Konzerten am Anfang, dann kleinen Wettbewerben und so hat sich das wirklich, ja, würde ich sagen, auch relativ natürlich bei uns entwickelt. Ich denke, es ist eine Dauerlüftung. Das übertönt ja alles, was wir an leisem spielen. Ich glaube, es wäre eine sehr schöne Akustik, wenn es sehr still wäre, aber ich fürchte, es ist zu laut für diese Musik. Ich hätte lieber den Aufzwinger. Ja. Ja gut, hier ist zumindest ruhiger. Ja, sehr Das viel ist schon ruhiger. besser. Die Mitte war jetzt da drin. Ja, wir könnten uns so zwischen diese Säulen setzen. Hier ist ja, wir können ja überall, ne? Ja. Ja, aber ich meine so Jeder hier zu so. einer Säule oder? Ist auf jeden Fall schöner als unten. Es ist nach wie vor schwer, sich hier Ja. gegenseitig zu hören. Das ist, glaube ich, nicht ideal. Es ist ein bisschen zu überakustisch Und wir sind zu weit laut. auseinander, finde ich. Ich meine, von dem Raum her, der Nachhall, der gefällt mir für die laute, pathetische Musik, aber das Ja. leise, dafür ist es zu viel Nebengeräusch. Ja, ja. Das Es wummert macht jetzt. keinen Ich meine, es Sinn. verliert ein bisschen an Zug. Weißt du, es ist zwar
für den Moment So ein schöner Noah Klang halt, da, ja. aber es ist nicht ganz so plastisch, wie es auch sein könnte. Also gerade für die schnelleren Sätze mit den Dings, da wirst du nichts hören. Ah, 4000. Oh, Schön. das ist schön. Die Wand ist echt der Hammer. Das ist für uns jetzt natürlich eine sehr außergewöhnliche Situation und eine tolle Möglichkeit, finde ich, dass wir eben wirklich hier im Haus rumgehen können, verschiedene Spielstätten ausprobieren können, die Akustik an verschiedenen Orten testen und jetzt für uns wirklich entscheiden können, wo passt das Repertoire, was wir hier spielen möchten, eben am besten rein. Und die Möglichkeit, die haben wir eigentlich nie. Normalerweise gibt es eben den Konzertsaal mit der Konzertbühne, auf der spielen wir. Und ich finde es schon toll. Also manchmal wäre das sicherlich ein kleines Extra, um noch eine Stimmung wirklich zu vertiefen. Eine Stimmung, die zum Beispiel eben so ein modernes Werk wie Kurtag wirklich provozieren kann und die man auch provozieren möchte dadurch. Die könnte man sicherlich noch mehr ins Extrem ausweiten, wenn man auch die Möglichkeit hätte, sich den geeigneten Ort dafür auszusuchen. Das Besondere und für mich auch das Schönste an der Gattung Streichquartett ist, dass wir 4 Musiker haben, die völlig frei, völlig autark miteinander musizieren. Das heißt, wir haben wirklich die Möglichkeit, unsere eigene Interpretation zu erarbeiten. Wir müssen keinem Dirigenten folgen oder wir müssen keinen Solisten begleiten, der den Ton sozusagen angibt, sondern wir sind wirklich unsere eigenen Solisten wie auch unsere eigenen Begleiter. Und ich finde es eine ganz tolle Kombination, dass man eben immer mit Leuten unterwegs ist, niemals alleine ist, aber dennoch eine größtmögliche interpretatorische und musikalische Freiheit dabei hat. Ganz am Schluss, wenn der 16, euer Pitz, wenn der noch lauter ist als von Katharina. Jetzt was fast umgekehrt. Aber du hast doch schon mega laut schon gespielt. Vielleicht einfach dieses Pitz, was wir vorher haben, als wirklich Auftakt nehmen, dass wir da in dem Tempo, wie wir das Pitz spielen, Pitz, dam, da. Also gar nicht den Okay, Genau, aber jam, dam, da. Weil dann sind wir ein bisschen. Vielleicht können wir, es ist eher kalt, oder? Weißt du, Ja, Doloroso, mehr das- Wärme reingeben, das denke ich auch, das ist Espressivo-Dings. klar Also es ist sehr hier, klar, aber man müsste. aber es genau. fehlt so ein bisschen noch. Ich möchte auch mal von außen hören, tatsächlich. Da hat natürlich jeder seine eigene Meinung, da diskutieren wir dann auch durchaus mal darüber. Aber letztendlich handhaben wir es eigentlich immer so, wenn es Fragen, offene Fragen gibt, die wir nicht wirklich zu entscheiden wissen, dass wir einfach demokratisch abstimmen. Also wir gucken einfach, die Mehrheit ist für Lösung A oder für Lösung B. Wenn es keine Mehrheit gibt, dann wird ganz klassisch die Münze geworfen. Man hört eben auch alles Falsche. Das wird spannend, aber heikel. Aber schön, cool. Dann schauen wir weiter. Spannend. Es ist ganz lustig, natürlich haben Elbphilharmonie und Kurtag jetzt erstmal keine direkten Verbindungen, aber irgendwie passt das auch schon, wenn man sich jetzt hier von die Architektur von der Elbphilharmonie anschaut, weil man hat sehr viele klare Formen, so ein bisschen eine Struktur, eine Geometrie und ich glaube auch Kurtag in der Musik ist jemand, da steckt so viel Substanz hinter, so viel Gedanken, so viel Mühe, so viel feine Ausarbeitung bis ins kleinste Detail.
dass das wirklich eine besondere Erfahrung für uns ist, hier auch diese Musik aufzuführen. Habt ihr das gesehen, wenn man da vorne steht, wie viele Ebenen man da hochgucken kann und wie viele Winkel da sind? Ja, hier könnte man auch ein bisschen Kurtag produzieren. Hier könnte man auch so viel. Ja, genau. Wir waren jetzt ja hier in verschiedenen Räumen und ich finde das dann ganz interessant zu sehen, wenn wir angefangen haben in der Tiefgarage, wo einfach erstmal nackter Beton ist. Ja? Und das passt vielleicht auch zu Kurtag insofern, da ist keine Note zu viel, da ist kein Gramm zu viel. Ne? Es passt ganz genau hin. Oder wir haben jetzt hier im Foyer oder im Saal einfach so eine schöne Geometrie der Formen. Die Noten sind aufeinander abgestimmt und bei Kurtag sind auch die einzelnen Sätze in Bezug miteinander. Wenn man es im Foyer umschaut, hat man wirklich das Gefühl, es korrespondiert alles miteinander. Und das ist dann ein bisschen wie in der Musik und da kann man irgendwie eine Menge auch aufsaugen und mitnehmen. Und das ist ganz besonders spannend für uns. Boah, das sieht auch cool aus, Ja. diese Lichtlinien. Crazy. Guck mal, wenn du dich quasi hier davor setzt und hast dann den Shot nach hinten raus. Aber der ist der Hintergrund auch zu unruhig? Ich weiß es nicht. Wir müssen auf jeden Fall mal anspielen, wie es von der Akustik ist. Also wenn die Akustik stimmt, dann fände ich es halt einen coolen Kontrast. So das Bewegte und das Leben draußen und hier so eine völlig isolierte Stimmung. Oder man setzt sich halt im Foyer runter. Da unten. Die Zukunft von Live-Konzerten sehen wir irgendwo an so einem Punkt, wo wir nicht genau sagen können, wohin das geht. Wir hoffen natürlich, dass das Live-Erlebnis für viele Menschen so wichtig bleibt, wie es das für uns ist. Das ist dann auch unsere Verantwortung, vielleicht das Interesse aufrecht zu erhalten und auch weiter anzufachen. Es hat einen kleinen Nachhall, aber es ist trotzdem sehr klar. Gute Akustik und sehr spannende Optik irgendwo so. Boah, ist das hell. Ich sehe nichts. Ich sehe auch Ich nicht. sehe auch gar nichts. Okay, auch gut. Doch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh los. Jetzt sehe ich nichts mehr. Boah, das ist echt schlecht. Boah, nee, aber spielen könnte man hier nicht, das Nee. ist zu hell und das Und- ist Und zu windig windig. auch, ja. Zu windig, zu hell, zu laut. Aber schön ist es. Also Schön wär's als absoluter Kulisse, Highlight-Ort, aber zum Spielen Kurtag macht es keinen Sinn, oder? Gehen wir wieder rein. Was haben wir heute für Orte gesehen, wo man sonst auch nicht so wo man normal auch hinkommt, perspektivisch vielleicht beziehungsweise wo vielleicht jetzt auch mal es außergewöhnlich ist, dass nicht ganz viele Leute rumlaufen. Also das Und gerade im wird mich Hinblick auf Kurtag, also auf das Stück, dass man sagt, was passt zum Beispiel architektonisch, dass man das ist schon also einmalig und ja, war ein tolles Erlebnis, muss ich sagen. Waren ein paar interessante. Also ich weiß jetzt nicht, am Anfang in der Tiefgarage, ich meine, es ist irgendwie fancy, aber es ist so laut und die Autos fahren her und die Lüftung war mega laut und ich glaube, es passt einfach nicht zu Kurtag. Die Sätze sind ja so verschieden innerhalb des kurzen Werks, dass eigentlich jeder Ort, den wir heute gesehen haben, da hat ein Satz ganz gut gepasst, aber in der Gesamtheit, muss ich sagen, fand ich es in diesem Foyer vor dem Saal, fand Meinst du ich's bei dem eigentlich Treppenhaus oder was? ganz genau. Das war gut, ja. Da das fand ich stimmt. es ideal, Es weil hat was Pures, passt so auch. Ganz unverschnörkelt. strikt. Und das wird auch dieser Musik sehr irgendwo ehrlich. sehr Das meine ich, gerecht. es wird der Musik gerechter Diese- als jetzt vielleicht tatsächlich der klassische Konzertsaal, auch wenn natürlich hier die Säle auch nicht ganz so klassisch sind. Sie sind irgendwie auch speziell und besonders, aber
Das Foyer hat... Im Foyer ist das ja sehr, sehr klar und viele Winkel und ich finde, das passt sehr gut zur Musik. Das heißt, Da machen sind wir... wir Machen Foyer. wir es vor dem Foyer, oder? Würde ich sagen. Da trinken wir drauf. Auf jeden Fall. Ja, ich denke, es war eine ganz gute Entscheidung, dass wir das Foyer genommen haben, oder? Was meint ihr? Ja, ich fand es erstaunlich, wie wohl man sich auch akustisch gefühlt hat. Oder? Also so vom ganzen Drumherum und vom Klang war nicht zu trocken, nicht zu hallig. Ich fand es genau richtig jetzt für den Kurtag. Ja, und die Stimmung war auch schön, finde ich. Man war total konzentriert, auch wenn ab und zu Nebengeräusche zu hören waren, auch von der Plaza, von Menschen. War es doch in sich irgendwie sehr geschlossen von der Stimmung. Also ich fand es richtig. Ja, es ist hat ungewohnt zur ein Musik bisschen, ne? gepasst. Aber klar, ohne Publikum sowieso, aber man hat so einen weiten Raum, der sich so auffächert nach allen Seiten. Passt gut zur Musik, weil es hat so was ganz Intensives. Und so was Schnörkelloses, einfach so klar und Stimmt, klar. Ja. irgendwo auch so ganz, also man merkt sofort so einen Charakter dieser Architektur, genauso wie auch von dieser Musik sofort so eine Essenz einfach. Ja. So gesehen haben wir, glaube ich, echt einen sehr, sehr guten Ort gefunden und es hat wirklich Spaß gemacht. Also vielen herzlichen Dank, liebe Elbphilharmonie, und wir kommen gerne wieder.